Heute um 18 Uhr am Abend müssen wir bei der Fähre sein, die nach Sizilien geht. Wir brauchen aber nicht mehr allzu lange hin, das heißt, wir haben jetzt noch viel Zeit, um schöne Plätze zu erkunden. Oh, oh, schön. Ja, und so wie das im Frühling anscheinend ist es halt, wenn die Sonne nicht da ist, ziemlich kalt, aber sobald sie da ist, wird es dann wieder so ganz warm. Und jetzt hier, wo wir jetzt sind, scheint die Sonne noch circa eine Stunde lang. Und dann kommen die Wolken und in Cagliari sind schon die Wolken. Das heißt, wir werden jetzt da noch an dem Strand uns einfach in die Sonne setzen und uns aufwärmen. So schön. Ja, quasi als zweites Frühstück gibt es jetzt Tomate Mozzarella. Und das ist ja ganz oft das Thema, wieso wir keinen Kühlschrank haben. Und zum Beispiel jetzt halt haben wir den Mozzarella vor 3 Tagen gekauft. Hatten ihn einfach möglichst weit unten im Auto, wo es möglichst kühl bleibt die ganze Zeit. Das ist unser Kühlschrank, nennen wir ihn. Und ja, so hält sich der Mozzarella. Er ist wirklich sehr kühl jetzt noch. Und wir haben dort Joghurt, Philadelphia, Käse, Wurst und so. Und das wird alles nicht schlecht. Also, ja. Die Wolken ziehen von da nach da und ja, da oben ist die Sonne und sie ist jetzt verdeckt und sie wird auch so schnell nicht mehr rauskommen. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Du schaust sehr krank aus. Ja. Und nochmal kurz abschließend. Wer kann mir sagen, was diese Dinge sind, die so haufenweise da am Strand liegen? Die sind ganz fest, lassen sie nicht zerreißen, nicht zusammendrücken. Ja, wir sind soeben am Spiaggia di Porto Giunco, glaube ich, angekommen. Und Karin fühlt sich ein bisschen zu schwach für diesen wunderschönen Strand. Deswegen bin ich jetzt alleine da und es ist so schön, weil die Wolkendecke ist links bewölkt, rechts bewölkt und gerade wo wir jetzt hier sind, ist so ein kleines Fenster Sonne. So schön. Links ist das Meer, dann ist kurz der Strand und dann ist rechts so ein See. Der war auch so schön türkis, hellblau ist. Das da hinten sind tatsächlich Flamingos. Aber sie schlafen gerade, oder sie zumindest. Der Kopf ist eingesteckt. Und das ist so interessant, bei jedem Schritt im Sand tun sich so kleine Löcher auf. Ich nehme an, das sind Tunnel von irgendwelchen kleinen Insekten, die dann durch die minimale Sandbewegung meines Schrittes einstürzen. Das schaut echt cool aus. Wir sind in Cagliari und die Fähre geht erst in 4 Stunden. Deshalb setzen wir uns jetzt in einen Café.
Aber wir fühlen uns extrem ranzig und nicht bereit für Ja. die Gesellschaft einer Großstadt. Nein, überhaupt nicht. Das sollten wir auch mal festhalten. Das ist manchmal so auf der Reise, wenn wir ein paar Tage nicht geduscht haben und dann kommen wir in eine Stadt und alle Leute haben eine Wohnung, in der sie heute früh geduscht haben und haben sich hübsch angezogen und wir sind da so, okay, ich habe lauter Flecken auf meiner Hose, ich stink wahrscheinlich extrem. Na, Und meine Haare sind auch nicht die hübschesten. Aber nicht so schlimm. Aber wir finden es halt auch Verschwendung, unter Anführungszeichen, dass sich quasi jetzt in der Zwischenzeit eine Dusche zu gönnen, weil man irgendwann muss man zahlen, ein Campingplatz kostet mindestens 20 Euro, sich halt eine Dusche zu gönnen, weil wir haben halt heute eine Dusche in der Kabine in der Fähre. Also ja, deswegen haben wir jetzt wirklich fast 5 Tage nicht geduscht. Ja, Montag waren wir am Campingplatz. Ja. Heute ist Freitag. der perfekte Latte Macchiato. Es ist gerade Schokoladenfest in Cagliari. Lauter Stände mit guter Schokolade. Ich war jetzt noch ein bisschen spazieren in der Stadt. Cagliari schaut richtig schön aus. Das Rathaus ist so richtig, ich glaube es ist venezianischer Stil. Aber ich habe leider kein Foto gemacht. Sonst auch Hafenstädtchen halt. Recht schön. Und dort vorne steht so ein mega Auto. Sehr, sehr dick aufgetragen. Wir sind gerade beim Security-Check. Er hat in einen von den Seesäcken reingeschaut und sonst war alles in Ordnung. Und jetzt checken sie gerade in. Das ist alles ein bisschen unspektakulärer, weil sie nur von Italien nach Italien ist. Geparkt. Die erste Reihe. So. Wir sind im Bauch der Fähre und wir fühlen uns so eklig. Die Kabine Aber- ist so nötig. Ja, Sagst und du die vier? Dusche ist nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Die Rezeption und so ist alles sehr edel, sehr schön. Achtung! Wir weisen die Passagiere darauf hin, dass das Selbstbedienungsrestaurant Mascalzone Latino auf Brücke 8 und das à la Aber carte Akzent Restaurant Achille Honorato auf Brücke 7 geöffnet sind. Vielen Dank und guten Appetit! Attention s'il vous plaît. Also Nous Tirrenia ist informons les echt passagers super, que le weil restaurant ich kann mich erinnern, bei Grimaldi waren die Self-Service Lautsprecher immer draußen oder im Bad. Das heißt, man hat drinnen nichts gehört. à la carte Achille Honorato, situé sur le pont Sec, Vor allem, es war immer italienisch. à Also, votre okay, sind wir disposition. schon da, müssen wir Ja. aussteigen. Hast du irgendwas verstanden? Gute Nacht. Hoffentlich wird es nicht allzu wackelig, aber bis jetzt waren die Nächte auf der Fähre immer ganz gut. Außer die allererste nach Irland. Bis morgen. Good morning, ladies and gentlemen. Please be informed that we are currently approaching the harbor. Passengers are requested to vacate their cabins to ensure they have all their personal belongings with them and to return the SWIP card to the information office. Frühstück. Nicht überteuert. Und die Betten haben eine Decke, die ist genauso breit und lang wie die Matratze selbst. Also eigentlich viel zu schmal, man schaut einfach immer hinten oder vorne drüber. Aber weißt du, dass es eh warm genug ist in der Kabine, war das kein Problem, aber so kleine Decken habe ich noch nie gesehen. Sie sagen das ja immer durch, dass wir jetzt bald im Hafen sind und dass man die Kabine verlassen soll, den Schlüssel zurückgeben soll und sich quasi im Wartebereich einfinden soll. Und das haben wir schon sehr, sehr oft gemacht auf unseren Fährfahrten jetzt in den letzten Monaten. Und wir sind quasi immer darauf reingefallen und haben dann unten ewige Zeiten, mindestens eine halbe Stunde noch im Stehen meistens gewartet und hätten auch noch in unserer Kabine sein können. Und ich glaube, seit letztem Mal sind wir dann dazu übergegangen, dass wir das ignorieren und so lange in der Kabine sind, bis jemand anklopft und sagt, bitte jetzt rausgehen. Also wir sind schon gepackt und so. Also ich möchte schon, sobald sie anklopfen, möchte ich raus sein. Ich finde, es vermittelt am Anfang, wenn man es noch nicht weiß, so ein bisschen ein Stressgefühl. So, oh ja, wir sind schon da, komm schnell zusammenpacken. Und es steht dann unten und dann ist dort nichts. Ja. Das ist ein bisschen frustrierend. Und genauso auch bei der Abfahrt von der Fähre, wenn es heißt, man soll sich mindestens 2 Stunden vorher im Hafen einfinden, dann stehst du halt eine Stunde
im Hafen, in der Reihe. Natürlich bist du weiter vorne in der Reihe, aber dann eben in dieser eine Stunde, wo du stehst, kommen nach und nach immer noch Autos nach und stellen sich hinter dir in die Schlange. Natürlich ist es gedacht, dass nicht alle kurz davor kommen und irgendjemand hat mir auch mal gesagt, es kann kein reibungsloser Check-in dann gewährleistet werden. Aber ja, also nur so als Tipp, falls man mal zur Fähre kommt und es steht 90 Minuten vor Abfahrt dort sein und man ist zu spät, dann muss man nicht gleich ausflippen. Es geht meistens immer noch, wenn man später dran ist. Aber alle anderen seid vorher dran. Wir parken gerade ein und die erste Durchsage, dass wir rausgehen sollen, war vor einer Stunde. Das heißt, es ist wirklich nicht stressig. Falls man nicht alleine sitzen möchte, sich so verloren auf hoher See fühlt. Und nachdem sich die Karin immer noch nicht ganz fit fühlt, haben wir beschlossen, dass sie sich jetzt mal gescheit auskurieren soll, weil sie halt die letzte Nacht jetzt in der Kabine und so diese Nacht jetzt auch noch ein Hotel nehmen. So viel sie übrigens zu verschwenden von einer Dusche. Also jetzt verschwenden wir es quasi, wie wir gestern gesagt haben. Aber ja. Wir sind jetzt im Hotel. Nicht nur, weil die Karin sich eben jetzt ausruhen möchte, sondern wir haben auch eben das Hotel gebucht, damit wir das zu dieser Adresse hinschicken könnten. Das heißt, wir haben jetzt da das Packerl mit dem Kabel. Und ich muss dafür extra noch so einen Präzisionsschraubenziehersatz kaufen, weil wir das auch nicht mit hatten, das heißt, wir könnten es gar nicht aufschrauben. Und deswegen wäre es jetzt gut, wenn das jetzt erledigt wäre, also wenn das so funktionieren würde, wenn nicht noch irgendwas kaputt wäre, was wir nicht gemerkt hätten. Das Kabel ist wieder dran, also das neue Kabel. Es funktioniert alles, also es dreht sich alles so, wie es drin soll. Alles wieder zusammengebaut. Jetzt sollte der Gimbal wieder stabilisieren. Wuhu! Ja! Wir haben sie wieder. Was machst du dann? Poppe Luft aus der Folie. Ja, und wir buchen gerade die Fähre von Bari, wo wir schon vor 2 Monaten oder sowas waren, nach Dubrovnik. Also wir sind ja von Albanien nach Bari und dann über Rom nach Barcelona gefahren. Jetzt von Barcelona wieder nach Sardinien, Sizilien. Und am 5. April werden wir die Fähre von Bari nach Dubrovnik nehmen. Und was uns dort erwartet, ist noch eher unsicher. Und ja, wir wissen noch nicht ganz eben, ob es funktioniert, deswegen wollen wir auch nicht jetzt quasi schon das Ganze erklären, wenn es dann vielleicht doch nichts werden könnte. Und ja, wir werden euch, sollte das was werden, wahrscheinlich wird es was, dann vor vollendete Tatsachen stellen. Danach. Gute Nacht. Ist dir kalt? Ist dir kalt? Ja, es hat 19 Grad, aber es geht. Und das Beste ist, es regnet draußen und ich kann ohne Tamtam in der Nacht aufs Klo gehen. Guten Morgen. Die Luft ist extrem gut, extrem frisch. Oh ja. Aber es ist wohl grausig. Ich bin so froh, dass ich jetzt wieder zurück ins Zimmer kann nach dem Frühstück und nicht, Das Nachtzelt zumachen. ja, nicht das Dachzelt zu machen. Es gibt so viel Verschiedenes. Es gibt warmes, kaltes, salziges, süßes. Und es gibt zum Beispiel Mandeln, die man dann selber knacken kann und die so gut schmecken. Und Obst und alles. Ja, es regnet wieder. Es ist nicht so einladend, jetzt wegzufahren. Nein. Und die Karin hat schon angemerkt, dass sie keine Nachbarn. Wir packen gerade zusammen und checken dann aus. Das Wetter ist toll. Ja, Und wie geht's dir? besser. Bin wieder fit. Laut Wetterbericht haben wir jetzt die nächsten 10 Tage keinen Regen. Wirklich? Ja. Boah. Nur Sonne.
Jawohl.